Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn ihr bei eurem Geschirrspüler das Problem habt, dass das Geschirr nicht mehr anständig sauber wird oder ihr beobachtet, dass sich die Sprüharme nicht mehr anständig drehen, solltet ihr zuallererst die Sprüharme herausnehmen, diese kleinen Löcher kontrollieren, ob die eventuell verstopft sind. Auch an der Unterseite befinden sich Löcher, die kontrolliert werden sollten. Wenn diese Löcher verstopft sind, kann sich logischerweise der Sprüharm nicht mehr drehen und das Spülergebnis ist nicht mehr ausreichend. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, die in Frage kommen. In den meisten Geräten sind Wasserweichen verbaut. Diese Wasserweichen verteilen das Wasser zwischen den oberen und den unteren Sprüharm. Diese schalten immer wieder hin und her, damit weniger Wasser in den Geräten verbraucht wird. Aber bei Geräten von Bosch, Siemens, Neff, Constructa und alle anderen Marken, die noch zu diesem Konzern gehören, gibt es noch ein weiteres häufiges Problem. Das Problem gab es schon bei den älteren Geräten. Dazu verlinke ich euch das Video wie immer mal oben unter dem i. Und bei den neueren Geräten solltet ihr euch zusätzlich die Heizpumpe anschauen. Baut am besten die Heizpumpe bei diesen Geräten aus. Auch dieses Video verlinke ich euch nochmal. Und dann schaut hier vorne in diese Ansaugöffnung, ob das Flügelrad eventuell gebrochen ist und lose ist. Nehmt bitte diese Pumpe nicht auseinander, wie ich es jetzt hier mache. Das ist eine alte Pumpe, da ist es nicht schlimm. Aber wenn man diese Pumpen auseinander nimmt, bekommt man sie im Normalfall nicht mehr ordentlich zusammengebaut und sie sind hinterher Schrott. Das wäre auch schade drum. Aber wie gesagt, ich zeige euch das hier nochmal. Wenn man das Oberteil abnimmt, hat man hier das Flügelrad. Das Flügelrad ist eigentlich nur aufgeschraubt, aber wie gesagt, dieses lässt sich nicht wechseln. Und wenn bei euch dieser Defekt vorliegt, ist das Flügelrad in zwei Teile getrennt. Die untere Scheibe ist noch aufgeschraubt, diese dreht sich, aber der Propeller hier vorne, das Flügelrad, dreht sich nicht mehr mit und dadurch kann natürlich kein Wasserdruck aufgebaut werden. Dadurch ist allerdings das Problem, das Gerät heizt anständig, ihr bekommt keine Fehlermeldung, aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. Wie gesagt, wenn ihr diesen Fehler habt, schaut bitte zuerst nach der Heizpumpe. Bei älteren Geräten gab es auch das Problem mit diesen gebrochenen Flügelrädern. Wie gesagt, das Video habe ich euch verlinkt. Schaut bitte hier nach und dann könnt ihr häufig das Problem mit einer neuen Heizpumpe beheben.